Hallo, willkommen zurück zum Lam-Rim, die Stufen auf dem Pfad zur Erleuchtung. Wir haben über Nirvana gesprochen, wie wir Nirvana erreichen. Wie würde es aussehen, wenn ich Nirvana erreiche? Ich erzähle meinen Freunden immer gerne, wie ich mit 4 Brüdern aufgewachsen bin und wir uns immer gestritten haben. Und mein kleiner Bruder, der zweitjüngste, der liebte es, mich zu ärgern. Er versuchte es sehr, mich zu ärgern. Und ich war in der Familie berühmt dafür, dass niemand mich aufregen konnte. Aber dieser Bruder hatte es geschafft und wenn es ihm gelang, war er glücklich. Hahaha, ich habe dich verärgert. Und er hat alles Mögliche probiert. Wenn ich Nirvana erreiche, kann mich niemand jemals mehr ärgern. Niemand, nicht einmal mein Mann oder meine Frau. Niemand kann mich ärgern. Dann weißt du, dass du Nirvana erreicht hast. Das ist also Nirvana. Wir sprachen also darüber, Nirvana zu erreichen und wir sprachen über 3 Trainings, die dir helfen, dorthin zu gelangen. Das erste ist, freundlich sein zu anderen Menschen, Ethik. Was ist das zweite? Meditation. Und dann ist das dritte, den Stift verstehen, die Leerheit verstehen. Jetzt haben wir jenen Teil der Lehren erreicht und haben darüber gesprochen, dass Freundlichsein zu anderen Menschen die Grundlage der Lehren ist. Wenn jemand in der Stadt freundlich zu anderen ist, dann existiert dort der Buddhismus. Selbst wenn diese Person nicht an den Buddhismus glaubt, das spielt keine Rolle. Er fährt fort. Wir haben diesen Ausdruck im Buddhismus namens Dharma her, so wie ich bin ein Dharma-Meister. Du kannst Dharma-Meister sagen. Wer also ist ein Dharma-Meister? Wer ist ein Dharma-Meister? Manche Leute sagen, oh, das Wort Geshe heißt übersetzt Dharma-Meister. Du musst also ein Dharma-Meister sein. Du bist schließlich ein Geshe. Aber er sagt hier, hör zu, Dharma-Meister bedeutet nicht, dass ein Geshe auf dem Lehrstuhl sitzt und den Buddhismus lehrt. Er sagt, das ist kein Dharma-Meister. Und dann hat ihn jemand gefragt, was ist denn ein Dharma-Meister? Er sagt, eine Person, die in ihrem eigenen Herzen die Gelübde hält. Das ist ein Dharma-Meister. Dann ist er ein Hüter der Übertragungslinie. Dann ist er ein Dharma-Herr. Dann ist er ein Dharma-Meister. Und dann hütet er die Übertragungslinie des Buddha. Er hält die Tradition des Buddhismus in der Welt, wenn er freundlich zu anderen Menschen ist. Das ist ein Dharma-Meister. Ich dachte, es ist meine Aufgabe, Fotos zu finden, Bilder, die uns an jeden Punkt erinnern. Und ich habe dieses Bild gefunden von einer Frau. Sie sitzt in ihrem, ich weiß nicht, in ihrem Schlafzimmer. Rate mal, was sie tut. Sie macht ihre Steuererklärung für dieses Jahr. Ich denke, das ist eine sehr stressige Aufgabe überall in der Welt. Der Staat erwartet, dass du deinen Papierkram erledigst und deine Steuererklärung machst. Das ist eine Dharma-Meisterin. Ich habe ein Dharma-Meisterbild gesucht. Dies ist eine Dharma-Meisterin. Diese Frau ist eine Dharma-Meisterin. Und sie ist eine echte Dharma-Meisterin. Sie hat keinen Geshe-Hut, sie trägt keine Malas um ihren Arm und sie läutet auch nicht ihre Glocke. Aber sie ist die Dharma-Meisterin. Warum? Sie hält ihre Gelübde ein. Genau, warum? Sie zahlt ihre Steuern, 100% ihrer Steuern. Wenn du eine wirklich coole Dharma-Person sein möchtest, wenn du im Dharma hip sein möchtest, dann zahle 105% deiner Steuern oder zahle 108 deiner Steuern. Zakat, eine automatische Spende für die Armen, zahlt zusätzliche Steuern. Sie ist eine Dharma-Hüterin, sie ist eine Dharma-Meisterin. Warum? Sie zahlt ihre Steuern pünktlich, weil die Steuern allen im Land helfen. Also ist sie eine wahre Dharma-Meisterin. Sie lehrt den Buddhismus nicht auf einem Thron mit einem großen gelben Hut und all diesen Glocken und so weiter. Sie ist eine wahre Dharma-Meisterin. Und es ist nicht metaphorisch gemeint, es ist wortwörtlich gemeint. Sie ist eine wahre Dharma-Meisterin.
Du suchst einen wahren Dharma-Meister, dann suche nach so jemandem. Okay? Nächster Satz. Wenn du die Niederschriften des Buddhismus studierst, wenn du zur ACIP-Organisation unter John Brady gehst und die Millionen von Seiten studierst, die sie für die Welt aufbewahren, okay, dann können wir dich einen Dharma-Meister des geschriebenen Dharmas nennen, des physischen Dharma nennen. Wir können dich einen Meister des physischen Dharma nennen. Aber wenn du die Gelübde hältst, die du zu halten versprochen hast, okay, ich werde nicht töten, ich werde nicht stehlen, ich werde die Beziehungen anderer nicht verletzen, ich werde nicht lügen, keinen Alkohol oder Drogen nehmen, wenn du sie einhältst, dann bist du ein Dharma-Meister der wahren Lehren, der inneren Lehren, der Ideen hinter den Lehren. Es gibt 3 Stufen von Gelübden: grundlegende Freundlichkeit anderen Menschen gegenüber, dann die Bodhisattva-Gelübde, ich werde versuchen, ein Buddha zu werden, um allen Lebewesen zu helfen, und dann die geheimen Gelübde, ich werde versuchen, es in einem Leben zu tun, aber diese Gelübde, sagt er, diese Gelübde sind diejenigen, die du sofort praktizieren kannst. Sie stecken direkt in deiner Hosentasche. Jeder hat sie. Alle sollten die 10 guten Handlungen einhalten. Sie sind für dich verfügbar. Deine Dharma-Meister-Ausrüstung steckt schon in deiner Hosentasche. Dann siehst du im nächsten Bild ein Licht in der Welt. Ich gehe online, um legale Bilder zu finden, die ich euch zeigen kann. Und wenn ich glückliche Person eingebe, dann taucht immer wieder das Gesicht dieses Mannes auf. Er sieht für mich einfach so glücklich aus. Ich liebe sein Bild. Er sieht einfach aus, als würde Licht aus ihm strahlen. Das ist, was der Text hier sagt. Pabonka Rinpoche zitiert ein Sutra und das Sutra sagt, Menschen, die ihre Ethik einhalten, sie strahlen. Sie sind ein strahlendes Licht. Das Christentum sagt, trag dein Licht in die Welt. Versteck deine Tugend nicht. Lass deine Tugend glänzen. Genau das ist hier der Gedanke. Natürlich, wann immer es ein Zitat aus einem alten Buch gibt, gehe ich los und lese es. Ich gehe das Lamarim gerne langsam durch. Ich mag es, es zu genießen, als wäre es guter Wein. Ich genieße gerne den Geschmack. Also schauen wir uns dieses Sutra an und lesen wir den ganzen Abschnitt aus diesem Sutra. Das Sutra heißt, ihr würdet das sonst nicht sehen, es ist nicht Teil dieses Lamarim, aber er zitiert es, also bin ich losgegangen und habe für euch das Zitat gefunden. Und ich dachte, ihr würdet euch über mehr Kontext freuen. Los geht's. Das Sutra heißt, es bedeutet das Sutra der Menschen, die sich gut verhalten. Das ist der Name des Sutras. Es ist in Gedichtform geschrieben. Okay, also los. Certain Dhamma Gelo Dandan, certain Dhamma Tangyo Dewato, certain Dhamma Torido Egyu, certain Sinan Yang and Da Top Gyur. Jidami Me Sutang Mirung Da, Deshin Sutin Mena Chimitong, Jita Kamen Namju Kala Nu, Deshin Sutin Mena Taming Gyur, very famous. Sehr berühmt, okay, also los. Ein Mensch, der seine Gelübde hält, ist wie ein strahlendes Licht für die ganze Welt. Menschen, die ihre Gelübde halten, ihre Ethik einhalten, sie werden wirklich berühmt, auf wunderschöne Weise berühmt. Nicht wie diese berühmten Verbrecher oder berühmten Politiker. Der Mensch, der seine Gelübde einhält, ist auf gute Weise berühmt. Und genau deswegen ist er immer glücklich. Er fühlt sich immer glücklich. Wenn du dein
gutes Verhalten beibehältst, wenn du freundlich zu anderen Menschen bist, dann musst du dir keine Sorgen machen, denn nach deinem Tod wirst du an einem schönen Ort gehen. Und Menschen, die ihre Gelübde einhalten, kommen ins Nirvana, andere Menschen nicht. Wenn jemand ein Messer nehmen und deine Augen herausschneiden würde, wenn jemand deine Augen herausreißen würde, könntest du gar nichts sehen. Und der Mensch, der nicht freundlich zu anderen Menschen ist blind für das Dharma. Er wird das Dharma nie verstehen. Es ist, als hättest du seine Augen ausgerissen. Ein Mensch, der nicht freundlich zu anderen Menschen ist, hat seine Augen zerstört und kann das Dharma nicht sehen. Er kann jahrelang in Lamrim-Vorträgen sitzen und wird nichts verstehen. Wenn dir jemand deine Beine abschneidet, kannst du nicht auf den Mount Everest klettern. Wenn du dich nicht gut benimmst oder freundlich zu anderen bist, vergiss den Rest des Buddhismus. Ein Mensch ohne ethische Lebensführung wird niemals die Freiheit erreichen. An jedem Ort in der Welt, wo ein Mensch freundlich zu anderen Menschen ist, von dem können wir sagen, dass Licht ist in diesem Teil der Welt. Dort ist keine Dunkelheit. Jener Teil dieser Welt ist frei von Dunkelheit, geistiger Dunkelheit, von Licht durchflutet. Wenn ein Mensch freundlich ist zu einem anderen Menschen in dieser Welt und dieser Mensch in einem Haus ist, dann bin auch ich in diesem Haus. Buddha sagt, dann bin ich in diesem Haus. Es ist sehr schön. Er sagt, das Haus ist nicht leer von mir. Also er macht fast so etwas wie einen buddhistischen Witz. Er sagt, wenn ein Mensch in einem Haus freundlich zu anderen Menschen in einem Haus ist, dann gibt es keine Leerheit vom Buddha in diesem Haus. Es bedeutet, ich bin da. Ich bin da. Und er meint das nicht metaphorisch. Wenn du die Wahl hättest, möchtest du lieber mit dem historischen Buddha, der zu dir nach Hause kommt zum Mittagessen, oder möchtest du lieber mit einem Menschen, der seine Gelübde hält, zum Mittagessen, dann wähle den Menschen, der seine Gelübde hält. Denn das ist der wahre Buddha. Das ist der wahre Buddha, nicht der historische Buddha. Okay? Das ist cool. Das ist sehr schön. Er sagt, wenn ein Mensch freundlich zu anderen Menschen ist Licht an diesem Ort. In dieser Stadt ist Licht. Wenn ein Mensch freundlich zu einem anderen Menschen ist, dann bin ich in dieser Stadt. Ich bin noch hier. Ich bin in dieser Stadt. Du hast mir das Leben leichter gemacht. Wow. Der Buddha sagt zu uns, hör zu, ich muss mich um viele Leute kümmern. Das ist stressig. Das ist wie bei einer Mutter mit vielen Kindern. Ich muss überall im Universum sein. Ich muss auf alle aufpassen. Wie Guanyin. Richtig. Es bedeutet, hör immer hin, falls jemand ruft, Mama, ich brauche Hilfe. Avalokiteshvara. Wer braucht Hilfe? Wer braucht Hilfe? Und Buddha sagt, willst du freundlich zu Lord Buddha sein? Ja, dann gib mir eine Pause. Was wäre eine Pause? Es ist, wie wenn der Babysitter vorbeikommt und Amelie nimmt von Nick und Erin und sagt, ihr entspannt euch, geht zu Butterfly Burger. Ich kümmere mich um die Kinder. Ich passe auf die Kinder auf. Ich werde auf Amelie aufpassen. Oder auf Adam und Katies Baby. Keine Sorge. Ich passe auf das Kind auf. Also sagt Buddha, wenn eine Person an einem Ort freundlich zu einer anderen Person ist, kann ich eine Pause machen, weil diese Person sich um alles kümmert. Sie ist jetzt der Babysitter. Es ist ein sehr schönes Wort. Daran muss ich mich nicht kümmern. Ich kann mich um andere Orte kümmern, weil dieser Ort bereits versorgt ist. Das ist wunderbar. Das ist wieder ein Zitat.
Ich habe es für euch besorgt. Es ist aus dem Dulwashung Dampa übersetzt, das perfekte Buch der Ethik. Dieses Zitat war schwer zu finden und einige Leute haben es nicht finden können. Aber weil wir John Bradys Datenbank haben, konnte ich es finden. Ich kann eine Pause machen. Das Ende ist also der Schlüssel. Und wir haben es in diesem Text gefunden. Und dann, wisst ihr, das alte Tibet, wo mein Lehrer herkam. Mein Lehrer ist in den 20er und 30er Jahren in Tibet aufgewachsen. Im alten Tibet hatten sie keine Autos. Sie hatten nicht einmal Fahrräder. Es gibt eine Geschichte über den ersten Aluminiumtopf, der es nach Tibet geschafft hat. Er wurde ziemlich berühmt. Wie auch immer. Diese Dinge gab es nicht. Also Pabongka Rinpoche, der dies wahrscheinlich in den 20er Jahren sagte, er sagt, schau, wir sind nicht wie die anderen Länder. Sie haben Dampfschiffe, sie haben Flugzeuge, sie haben Autos. Wir sind nur Schaf- und Jackhirten. Wir sind hier im Himalaya-Gebirge und wir haben nichts von dem Zeug. Aber wir haben hier eines. Wir haben Dharma. Sie haben Flugzeuge, sie haben Autos, sie haben Schiffe. Okay, das ist toll, aber wir haben Dharma. Das ist es, was wir haben. Es ist das Einzige, was dich wirklich glücklich machen kann. Ein Auto kann dich nicht glücklich machen. Oder Flugzeuge. Es ist schön, ein Auto zu haben. Dharma-Leute sollten ein Auto haben. Dharma-Leute sollten Flugzeuge haben. Dharma-Leute sollten Schiffe haben. Aber es wird dich nicht unbedingt glücklich machen. Aber wir haben das hier in unserem Land. Wir haben das Dharma. Und es macht dich jeden Tag glücklich. Und es macht dich glücklich, nachdem du gestorben bist. Es kümmert sich um dich, nachdem du gestorben bist. Wie wissen wir, dass das Dharma in einem Land in gutem Zustand ist? Woher wissen wir, dass das Dharma in einem Land stark ist? Woran erkennen wir, ob Dharma stark in einem Land ist oder nicht? Es hängt nicht davon ab, wie viele hohe Gebäude ihr in eurem Land habt. Es hat nichts damit zu tun, wie groß die Bevölkerung in eurem Land ist. Es hat nicht einmal damit zu tun, wie schön ihr im Tempel oder in den Kirchen Opfergaben machen könnt. Es ist nicht das. Wenn jemand freundlich zu einem anderen Menschen ist, dann können wir sagen, dass das Land fortschrittlich ist. Und dass dieses Land fortschrittlich ist und dass dieses Land modern ist und dass dieses Land ein wichtiges Land ist und dass dieses Land eine Supermacht ist. Wenn ein paar Leute versuchen, freundlich zu anderen Menschen zu sein, dann ist dieses Land eine Supermacht. Es hängt nicht davon ab, wie viele Raketen oder Bomben man hat oder solche Dinge, okay? Es ist eine sehr schöne Denkweise. Nun angenommen, du beginnst das Dharma in deinem Land zu verlieren. Angenommen, du hattest das Dharma oder die Lamrim-Videos haben das Internet in deinem Land erreicht. Aber, und wir haben hier ein Bild. Das ist ein Foto, das ich in der Nähe meines Hauses gemacht habe. Es ist ein Sonnenuntergang in der Nähe meines Hauses. Neulich hatte meine Partnerin Veronika Geburtstag, also haben wir eine lange Wanderung gemacht. Es sind ungefähr 1,5 Stunden und man klettert auf diesen hohen Berg. Und von dort oben haben wir gesehen, wie die Sonne unterging. Es war ein seltsamer Sonnenuntergang. Normalerweise ist die Sonne hier sehr hell,
Aber die Sonne begann unterzugehen und dann hat sich diese schwarze Wolke über die Sonne gelegt. Es war irgendwie seltsam, wisst ihr? Zuerst wurde die Sonne matter und immer matter, dann kamen diese schwarzen Wolken und dann ging die Sonne unter. Und auf Englisch sagen wir, die Sonne versank und alles wurde dunkel und grau. Und wir kamen in Schwierigkeiten, denn wir waren gerade beim Nachtisch bei unserem Picknick. Und plötzlich hatten wir keine Zeit mehr und mussten nach Hause rennen, weil es dunkel wurde. Warum reden wir jetzt über all das? Pabonka Rinpoche sagt, es gibt Orte, an denen die Sonne in deinem Herzen untergeht, in deiner Brust. Die Sonne geht unter und dein Herz wird dunkel und deine Brust wird dunkel. Das Sonnenlicht verschwindet und die Dunkelheit beginnt in deinem eigenen Herzen einzuziehen. Also sagt er etwas sehr Kraftvolles auf Tibetisch. Er verwendet das Wort Noob, was bedeutet, dass die Sonne unterging in deinem Herzen. Wenn du also nicht freundlich zu anderen Menschen sein kannst, Tag für Tag, Stunde für Stunde, Minute für Minute, dann ist das Dharma in deinem Herzen untergegangen. Die Sonne des Dharma ist in deinem Herzen untergegangen. Die Lehren haben sich vielleicht durch das Internet und Tim Lowenhaupts harte Arbeit in viele, viele Länder verbreitet. Vielleicht hat sich das Dharma in vielen, vielen Ländern ausgebreitet. Das Internet hat das Lamrim in viele, viele Länder getragen. Und Tims hunderte freiwillige Helfer übersetzen es in viele Sprachen. Aber wenn du nicht freundlich zu anderen Menschen bist, dann ist das Dharma in deinem Land gestorben. Okay? Sehr, sehr traurig. Die Sonne ist in deinem Land untergegangen. Es spielt keine Rolle, dass es im Internet ist. Es spielt keine Rolle, dass es sich in deinem Land ausbreitet. Es spielt keine Rolle, dass du es übersetzt. Wenn die Übersetzer nicht freundlich zueinander sind, dann ist das Dharma, dann ist die Sonne untergegangen. Es ist sehr traurig. Es ist ein schreckliches Bild. Ich mag es nicht. Lass uns weitermachen. Dies ist ein sehr, sehr berühmtes Sutra namens Samadhi Raja, das König der Meditation Sutra bedeutet. Es ist ein sehr berühmtes Sutra namens König der Meditation. Es ist ein sehr schönes Sutra und es ist tatsächlich wie der Beginn eines Handbuchs für Meditation. Okay, angenommen, jemand bietet Milliarden von Jahren genauso viele wie es Sandkörner im Fluss Ganges gibt. Der Ganges ist, manchmal kann es eine Stunde dauern, den Ganges auf einer Brücke zu überqueren. Er ist riesig. Stell dir also alle Wassertropfen vor oder alle Sandkörner im Ganges vor. Jeder davon ist eine Milliarde von Jahren. Jedes Sandkorn ist eine Milliarde Jahre. Okay, und so viele Milliarden Jahre lang bringst du aus großem Glauben dem Buddha ein wunderschönes Abendessen dar. Köstliche Getränke oder religiöse Schirme, Sonnenschutz oder diese spirituellen Fahnen, die wir aushängen. Oder du bringst diese Butterlampen dar, Milliarden von Jahren lang. Und nicht nur einen Buddha, sondern 10 Millionen Buddhas. Und du machst diese Darbringungen Milliarden Jahre lang. Und auf der anderen Seite, das ist sehr, sehr schön, wenn Dinge schwierig werden, wenn die Dinge in der Welt schwierig werden, wenn es ein Problem in der Welt gibt, wenn es ein Virus gibt, wenn es nicht viel Geld gibt, nicht genug Essen. In unserem Land gibt es nicht genug Toilettenpapier. Wenn es schwierig wird, das ist hier sehr schön. Wenn Menschen vergessen, freundlich zueinander zu sein, wenn Menschen Angst haben, wenn sie an ihrem Geld festhalten, wenn sie an ihrem Essen festhalten, es nicht mit anderen teilen, in diesem Moment stirbt das Dharma
in diesen Ländern, weil die Menschen nicht freundlich zueinander sind. Aber wenn es einen Menschen in diesen gefährlichen Zeiten, diesen dunklen Zeiten, Viruszeiten gibt, wenn es einen Menschen gibt, der freundlich zu einem anderen ist, dann sind die guten Samen, das gute Karma, das von einem Menschen in dunklen Tagen getan wird, wertvoller als von einem Menschen, der Milliarden von Darbringungen an den Buddha gibt, wenn die Dinge gut laufen. Also ein Mensch, der freundlich zu anderen Menschen ist, in den Zeiten des Virus, ein Mensch, der in schwierigen Zeiten großzügig zu einem anderen Menschen ist, das ist mehr Karma, als wenn eine Milliarde Menschen Veggie-Burger einer Milliarde von Buddhas über Milliarden von Jahren darbringen. Ich sage das nochmal. Es ist schwierig, das zu sagen. Wenn ein Mensch in den Zeiten des Virus, wenn Dinge schwierig sind, freundlich zu einem anderen Menschen ist das gute Karma sehr viel kraftvoller als Darbringungen an eine Milliarde Lamas über eine Milliarde von Jahren, wenn die Dinge einfach sind, wenn die Zeiten einfach sind. Also ich denke, diejenigen von uns, die gerade das Lamrim studieren, haben so unglaublich viel Glück. Es gibt eine Menge Angst. Dies sind dunkle Zeiten und es gibt eine Menge Angst, eine Menge Sorgen. Wenn wir in dieser Zeit eine kleine gute Sache tun, ist es kraftvoller, als Menschen, die schöne Dinge tun, in Hunderten von Jahren, in denen es einfach ist. Wir haben also Glück, eine so schwierige Zeit zu erleben. Ich habe das Zitat gefunden und es ist vollkommen korrekt. Es ist richtig zitiert. Du könntest Tag und Nacht, er sagt, Dusum bedeutet Buddhas der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Es bedeutet, jede Person, die bereits Erleuchtung erlangt hat und jede Person, die heute Erleuchtung erlangt und jede Person, die jemals in der Zukunft Erleuchtung erlangen wird, das ist das Dusum, 3-mal. Tudruk bedeutet 6-mal am Tag hältst du inne und machst ihnen Darbringungen. Jeden einzelnen Buddha in der Geschichte, einschließlich der kommenden Geschichte. Du hältst inne und machst ihnen Darbringungen. Einerseits, andererseits bist du in einer für alle gefährlichen, beängstigenden und schwierigen Situation in der Welt und du zeigst einem anderen Menschen Freundlichkeit, dann ist dein gutes Karma mehr als das der anderen Person. Okay? Derjenigen, die allen Buddhas in der Geschichte Darbringungen machten, einem anderen Menschen eine schöne Sache zu tun in den Zeiten des Virus, dieses gute Karma ist so viel kraftvoller. Also ich denke, es ist erstaunlich. Es ist sehr gut für unsere Zeiten, für diese Zeiten. Also das ist das Sonnenlicht in den Zeiten des Virus, die Liebe in den Zeiten des Virus. Jetzt ist die Zeit. Und die Karmas, all diese Karmas sind in diesen Zeiten millionenfach kraftvoller. Also nimm dir etwas Zeit, entspann dich. Du kannst dich fürchten, du solltest dich fürchten. Es ist schwierig. Du solltest besorgt und beunruhigt sein. Aber halte von Zeit zu Zeit inne und tue etwas wirklich Schönes für einen anderen Menschen. Gib etwas auf, Geld oder Essen oder deine Zeit und gib es jemandem anderem in dieser Zeit. Und dann bist du ein echter Dharma-Meister. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge.